Der menschliche Geist ist ein Labyrinth ohne Landkarten. Wer wagte es, uns in seine tiefsten, ungefilterten Windungen zu führen? Die Antwort liegt in den Gassen Londons, an einem einzigen Tag im Jahr 1923. Wir sprechen heute über die Architektin der literarischen Moderne, die Frau, die das Innenleben zum Roman erhob, Virginia Woolf. Mit einem einzigen Werk, Mrs. Dalloway, erfand sie nicht nur den Bewusstseinsstrom, sie revolutionierte die Art, wie wir Geschichten erzählen und empfinden. Ihr Einfluss auf die deutschsprachige Literatur ist unbestreitbar. Tauchen Sie mit uns ein in die Gedankenwelt einer literarischen Gigantin. Wir werden oft gefragt, wie eine einzige Person die Art und Weise, wie wir Geschichten lesen und erzählen, für immer verändern konnte. Woolf tat genau das. Aber bevor wir uns in die Gänge Londons des Jahres 1923 vertiefen, schauen wir uns an, wer diese bemerkenswerte Frau war. Adeline Virginia Stephen wurde am 25. Januar 1882 in London geboren. Ihre Kindheit war geprägt von Intellektualität und Tragödie. Sie wuchs in einem wohlhabenden, hochgebildeten Elternhaus auf, umgeben von Büchern und Gelehrten. Ihr Vater, Sir Leslie Stephen, war ein berühmter Literaturkritiker und Historiker. Das riesige Familienarchiv und die private Bibliothek waren Virginias eigentliche Universität, da sie, anders als ihre Brüder, keine formelle höhere Bildung erhielt, ein Umstand, der ihre spätere Kritik an patriarchalen Strukturen schärfen sollte. Doch diese intellektuelle Blüte war überschattet von Schmerz. Der frühe Tod ihrer Mutter, als Virginia erst 13 war, stürzte sie in eine tiefe Krise. Nur 2 Jahre später starb auch ihre geliebte Halbschwester Stella. Diese Verluste, kombiniert mit den sexuellen Übergriffen durch ihre Halbbrüder, traumatisierten sie zutiefst und legten den Grundstein für ihre lebenslangen, schweren psychischen Probleme, die sich später als bipolare Störung manifestierten. Ihre Kindheit war somit eine paradoxe Mischung aus akademischer Stimulation und emotionaler Zerstörung. Der Wendepunkt in ihrem Leben kam mit dem Umzug nach Bloomsbury nach dem Tod ihres Vaters im Jahr 1904. Dort gründete sie mit ihren Geschwistern und einem Kreis von befreundeten Intellektuellen und Künstlern die berühmte Bloomsbury Group. Diese Gruppe lehnte die viktorianischen Moralvorstellungen ab und trat für eine ehrliche und offene Auseinandersetzung mit Kunst, Sexualität und Philosophie ein. Es war in dieser freigeistigen Umgebung, dass Virginia Stephen zu Virginia Woolf reifte. Ihren Nachnamen erhielt sie 1912 durch die Heirat mit dem politischen Theoretiker Leonard Woolf, der ihr zeitlebens ein liebevoller und unterstützender Partner war. Ihre Karriere begann mit traditionelleren Romanen wie The Voyage Out und Night and Day. Aber es war das Jahr 1925, das ihr literarisches Vermächtnis zementieren sollte. Mit der Veröffentlichung von Mrs. Dalloway revolutionierte Virginia Woolf die Romanform. Die Handlung ist auf einen einzigen Tag in London komprimiert, den Tag, an dem Clarissa Dalloway eine Abendgesellschaft veranstaltet. Was den Roman so bahnbrechend macht, ist nicht das äußere Geschehen, sondern das Innere. Woolf wandte die Technik des Stream of Consciousness an, des Bewusstseinsstroms. Was bedeutet dieser Bewusstseinsstrom? Er bedeutet, dass die Grenze zwischen Erzähler und Figur verschwimmt. Der Leser wird nicht nur über die Handlung informiert, sondern in die tiefsten, ungefilterten Gedankengänge, Erinnerungen und Empfindungen der Figuren hineingezogen. Es gibt keine logische Abfolge, keine klaren Übergänge, so wie unsere eigenen Gedanken von einem Moment zum nächsten springen, von der Vergangenheit in die Gegenwart und wieder zurück. Das Ticken von Big Ben dient als einziger Anker in der Zeit. In Mrs. Dalloway wird diese Technik meisterhaft genutzt, um die scheinbar banalen Vorbereitungen einer Londoner Society Lady, Clarissa, mit dem tragischen Schicksal eines traumatisierten Kriegsveteranen, Septimus Warren Smith, zu verknüpfen. Sie treffen sich nie, doch ihre Gedanken, ihre Ängste und ihre existenzielle Einsamkeit spiegeln einander wider. Woolfs wahre Leistung war es, die Psychologie des Alltags in den Mittelpunkt zu stellen und zu zeigen, dass ein einziger Tag, ein einziger Gedanke so komplex und bedeutungsvoll sein kann wie ein ganzes Leben. Ihr Privatleben war, wie ihre Literatur, von großer Intensität geprägt. Neben der engen, unterstützenden Beziehung zu Leonard Woolf ist ihre langjährige und leidenschaftliche Liebesbeziehung zu der Schriftstellerin Vita Sackville-West bekannt.
Diese Beziehung war nicht nur emotional und sexuell erfüllend, sondern auch literarisch inspirierend. Vita war die direkte Inspiration für Woolfs experimentellen Roman Orlando, in dem die Hauptfigur über Jahrhunderte lebt und das Geschlecht wechselt. Woolf lebte und schrieb außerhalb der gesellschaftlichen Normen, sowohl in ihrer Kunst als auch in ihrem persönlichen Leben. Trotz ihrer brillanten Erfolge blieb Woolf zeitlebens anfällig für Depressionen und psychotische Schübe. Gerade diese dunklen Seiten haben in ihren Werken Spuren hinterlassen und sie so tiefgründig gemacht. Sie thematisierte ganz offen die Isolation und die Zerrissenheit des modernen Menschen. Woolfs Werk ist jedoch nicht ohne Kontroverse. Die Bloomsbury Group wurde oft für ihre elitäre und manchmal snobistische Haltung kritisiert. Auch wenn Woolf eine scharfe Kritikerin des Patriarchats war und in ihren Essays wie A Room of Honest Own leidenschaftlich die Rechte und die Notwendigkeit des Freiraums für Frauen einforderte, wurde ihr später aus feministischer Sicht vorgeworfen, sich nicht explizit genug für die Rechte der Arbeiterklasse oder der kolonialisierten Völker eingesetzt zu haben. Ihre privilegierte Herkunft machte sie blind für manche gesellschaftliche Realität. Solche Diskussionen sind aber oft ein Beweis für die anhaltende Relevanz eines Werkes. Virginia Woolfs Vermächtnis ist gigantisch. Sie hat nicht nur den Roman erneuert, sie hat ihn dekonstruiert und neu zusammengesetzt. Durch den Bewusstseinsstrom hat sie die Tür zur Innenwelt aufgestoßen. Autoren auf der ganzen Welt, auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wie etwa im Werk von Robert Musil oder Thomas Mann, sehen ihre Spuren in der psychologischen Tiefe und der Nichtlinearität der Erzählung. Letztendlich können wir Mrs. Dalloway als eine Feier und zugleich als eine Elegie des Lebens betrachten, die Feier der Schönheit des Augenblicks und die Elegie über die Angst, die unser kurzes Leben umgibt. Am 28. März 1941, während einer besonders schweren Phase ihrer Krankheit und im Schatten des Zweiten Weltkriegs, beendete Virginia Woolf ihr Leben, indem sie sich im Fluss Ouse ertränkte. Sie hinterließ einen Brief an Leonard, in dem sie ihre unerträgliche psychische Pein beschrieb. Ihr Tod war tragisch, doch ihr Werk ist unsterblich. Sie hat uns gelehrt, dass die größten Abenteuer oft nicht auf Reisen, sondern in den stillen Momenten unserer eigenen Gedanken stattfinden. Bevor wir diesen tiefen Einblick beenden, möchte ich Sie, liebe Zuschauer, fragen, welcher einzelne Gedanke oder welche kurze Begegnung hat an einem ganz gewöhnlichen Tag Ihr Leben grundlegend verändert? Teilen Sie Ihre Gedanken und literarischen Aha-Momente unten in den Kommentaren. Und wenn Ihnen dieser Blick in die Welt von Virginia Woolf gefallen hat, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Reisen in die Literaturgeschichte zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören.